Ich hatte eine unentdeckte Präeklampsie. Präeklampsie nennt man auch volksmündisch Schwangerschaftsvergiftung. Das bedeutet, dass die Plazenta, die wichtig ist für die Versorgung des Kindes, auch für eigentlich alle organischen Entwicklungen, die kommuniziert nicht richtig mit dem eigenen Körper. Und dann ist Folgendes passiert: Die Plazenta hat sich abgelöst, abgerissen, und das darf nicht passieren, weil dann kann das Kind letztlich ersticken. Das macht sich bemerkbar, indem man blutet. Dann waren wir erst im CTG, da waren die Herztöne noch in Ordnung von dem Kind. Dann bin ich aber in den Ultraschall und da hat man gesehen, ich hatte super viel Blut schon im Bauch. Und dann musste sofort entbunden werden. Und mit sofort meine ich wirklich innerhalb von Minuten. Das hat mir wirklich den Teppich unter den Füßen weggerissen. Mindseed mit Leon Heimann. Frida Levin ist Comedian, Autorin und Influencerin, eine Frau, die es schafft, selbst die chaotischsten Seiten des Lebens mit Humor zu erzählen. Und gleichzeitig spricht sie über etwas, worüber viele lieber schweigen: die Realität der Elternschaft. Denn hinter diesem Humor steckt eine Geschichte, die alles andere als leicht ist. Bei der Geburt ihrer Tochter ging es plötzlich um Leben und Tod. Innerhalb von Minuten musste entbunden werden, ein kompletter Kontrollverlust, der bis heute nachwirkt. Und trotzdem wird genau über solche Erfahrungen kaum gesprochen. Ich wollte mit Frida sprechen, weil mich genau dieser Kontrast interessiert hat. Wie geht man mit solch einem Erlebnis um, ohne daran selbst zu zerbrechen? Und warum fühlen sich so viele Eltern mit ihren Gedanken und Gefühlen alleine, obwohl es so vielen ähnlich geht? In dieser Folge sprechen wir über traumatische Geburt, Schuldgefühle, Therapie, aber auch über die Erwartungen an Mütter, den Druck von außen und warum Humor manchmal der einzige Weg ist, da durchzukommen. Du bekommst einen ehrlichen Einblick, wie sich Elternschaft wirklich anfühlt, jenseits von Perfektion. Und wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Wie sieht dieses romantisierte Elternbild aus? Gerade bei Frauen wird einem ja so kommuniziert, you can have it all. So, also es ist alles möglich. Ja, zu arbeiten, erfolgreich zu sein, mit so heatless waves irgendwie morgens aufzuwachen, gleichzeitig das Kind gesund zu ernähren, eine liebevolle, geduldige Mutter zu sein, sich selber aber auch nicht vergessen darüber hinweg, ja, also bitteschön innerhalb kürzester Zeit wieder einen Body zu haben oder irgendwie zurück in den Beruf zu gehen, geschminkt zu sein, Concealer zu tragen. Und ich meine, dafür ist ja so das Verständnis auch dieses System ja ausgelegt. Wir haben ja sowas wie Mutterschutz, wir haben ja sowas wie Elterngeld. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Also sei gefälligst dankbar, sei fähig, sei eine liebende Frau, sei eine fähige Kollegin, sei eine verlässliche Partnerin, bring den scheiß Haushalt noch zu, irgendwie gleis das auf und kümmere dich um dein Kind, aber raste nicht dabei aus, so. Und das ist etwas, was, glaube ich, nach wie vor. Ach ja, und genießt das Ganze bitte auch noch. Das ist auch noch ganz wichtig. Genießt das Wochenbett. Ja, genießt die Zeit, wenn das Kind noch bei dir ist, weil es ist ja irgendwann auch vorbei. Also, wenn du es nicht genießt, dann bist du doch keine gute Mutter. So. Und ich merke das selber an den Inhalten, die ich beispielsweise auch auf Social Media spiele. Ich bekomme ja auch sehr viel supportive Kommentare, aber ich bekomme auch Kommentare, die genau sowas irgendwie anprangern, auch von anderen Müttern. Also beispielsweise habe ich mal ein Reel gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass es an diesem Morgen schon vor 8 bei uns Screentime kam und es gab super viele Kommentare, wo alle so meinten, ja, hier auch. Aber es gab auch welche, die meinten so, das würde es bei uns nicht geben. Auf gar keinen Fall, wie kannst du nur so? Und ich finde das enorm, weil es gibt ja einfach ganz individuelle Bedingungen und auch sehr situative Momente, in denen man snappt. Das ist ja dann eher aus einer Überreizung und es ist total wahr. Natürlich genieße ich meine Mutterschaft, aber die Bedingungen, die da drumherum gestrickt sind, die bringen mich ja eher zum Snappen. Der Umstand, dass ich noch mal eine Steuererklärung machen muss oder dass ich noch irgendwie einen Call habe oder so, das ist ja eher der Grund, warum ich so überreizt bin. Das ist in der Regel nicht mein Kind. So, aber das ist
das ist etwas, was, glaube ich, immer noch ein Narrativ ist, was vorherrscht und was uns Frauen auch enorm unter Druck setzt. Und das ist etwas, wofür ich so dringlichst mich einsetzen möchte, dass wir uns davon lösen. Auf die Mutterrolle bezogen. Bei Männern ist es was anderes, Hand aufs Herz. Also Männer wird, allein schon der Begriff Familienvater herrscht nur bei Männern. Ja, es gibt nicht Familienmutter. Es gibt Mutter und es gibt Familienvater, der CEO und Familienvater, der Unternehmer und Familienvater. Checkst du? So, also das ist schon mal der Anfang von einem Narrativ. Das ist der lebende Familienvater. Und dann wird Männern auch applaudiert. Ich liebe euch alle sehr, don't get me wrong, aber dann wird Männern applaudiert, wenn sie mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen oder wenn sie ein Kind vorgeschnallt haben oder wenn sie Elternzeit nehmen, weil es immer noch die Ausnahme ist. Und das ist es auch statistisch. Also Männer unterliegen, glaube ich, auch mittlerweile einem anderen Druck in der Rolle des Vaters, aber Frauen viel mehr. Und das ist nicht fair. Und das meine ich mit romantisiertem Bild. Und denkst du, dieses romantisierte Bild herrscht mehr in den Frauenköpfen als in den Männerköpfen oder allgemein? Ich glaube allgemein. Und ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage. Ich glaube, dass der Stress auch häufig immanent ist bei Frauen, weil es angelerntes soziales Verhalten ist, generell. Das bedeutet, aber damit will ich nicht sagen, dass sich jetzt Frauen einfach nur den Stress machen. Nein, ich glaube wirklich, das ist ein gesamtgesellschaftliches, auch unabhängig von dem Geschlecht, eine Wahrnehmung. Und es ist nicht bei allen so, das ist natürlich auch ganz wichtig. Es kommt wirklich auf die Bubble und den sozialen Raum, in dem sich Personen befinden, an. Aber ich sehe es selbst bei meiner Mutter, die eine ganz wunderbare, sehr supportive Frau ist, dass auch sie ein Verständnis manchmal hat, wie man zu funktionieren hat oder auch so sich darüber wundert, warum man sich denn jetzt so beklagt, weil sie hat es früher halt geschluckt, ja, und sie hat es vielleicht auch nicht anders gelernt, also das ist, denke ich, nicht unbedingt ein geschlechtsspezifisches Ding. Es ist eher eine Frage der Sozialisierung und auch der Generation. Und du hast gesagt, dass das Muttersein für dich schon wie so eine Transformation war. Und dein Zitat war, wenn ich das jetzt richtig wiederhole, das Muttersein hat dich dir selbst näher gebracht. Ja. Was genau meinst du damit? Ich bin, also ich würde jetzt ganz schön lügen, wenn ich behaupten würde, ich bin zum Kern meiner Persönlichkeit vorgedrungen. Das wäre ja irgendwie so der heilige Gral, denn das bin ich nicht. Aber ich bin ein ganzes Stück Erleuchtung mehr geführt. Ich bin erleuchtet, Leute. Sitze jetzt hier auf meinem Elfenbeinturm. Das nicht. Aber ich habe Seiten an mir kennengelernt, auch sehr raw, sehr roh, sehr offensichtlich. Es blättert sich wirklich so ein bisschen mehr auf, wie du bist, auch unter anstrengenden Situationen. Und das meine ich im, sagen wir mal, positiven wie negativen, wobei ich das eigentlich gar nicht so bewerten möchte. Ich wusste schon immer, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und wenn jetzt heute zu viele Klänge um mich herum sind und zu viel, ich zum Beispiel auch überreizt bin, weil ich mit super vielen Leuten an einem Tag gesprochen habe, dann läuft Musik zu Hause, dann redet mein Mann auf mich ein und mein Kind ruft vom Klo, dass es abgewischt werden möchte. So eine Situation, dann bin ich manchmal wirklich so, ich kann nicht mehr, ich möchte mir wirklich aus der Haut fahren. Und es gibt Situationen, es gibt Momente, da snap ich dann genau dann, aber es gibt auch, und das ist neu, das ist erst seit ich Mutter bin, auch eine neue Urgeduld in mir, die ich vorher nie hatte. Nie. Also mit meiner Tochter bin ich, das habe ich schon ein paar Mal irgendwie in unterschiedlichster Art und Weise erzählt, bin ich die beste Version meiner selber. Ich bin bei allen anderen Menschen, insbesondere meinem Ehemann, äußerst ungeduldig. Aber bei ihr komme ich manchmal eher in die Ruhe rein. Und das ist eine Facette, die ich vorher nie an mir festgestellt habe, weil ich noch nie so sehr in der Verantwortung auch stand gegenüber einem Menschen und so eine tiefe Liebe letztlich auch empfunden habe wie für mein Kind. Also man kommt in solchen Alltagssituationen manchmal wirklich an seine Grenzen, aber das bedeutet nicht immer nur, dass das Schlechteste, sondern es ist auch was Wunderschönes sich daraus irgendwie entblättert. Weißt du, was ich meine? Und insofern hat es, und das, also ja, zu einer Transformation
beigetragen, weil ich das halt jetzt auch in anderen Situationen besser anwenden kann. Also beispielsweise, das habe ich auch in der Therapie später gelernt, als wir hatten eine traumatische Geburt, die lebensbedrohlich für uns beide war. Davon habe ich ein Geburtstrauma davongetragen und deswegen bin ich in eine Traumatherapie gegangen. Ich habe dort halt auch Techniken gelernt, in überreizten Situationen ruhiger zu bleiben. Dem Kindeswohl natürlich gegenüber, aber das kann man halt auch ganz wunderbar in anderen Lebenssituationen anwenden. Also ja, das ist eine Transformation, die da letztlich stattgefunden hat, die hoffentlich noch nicht abgeschlossen ist, weil da ist noch ein bisschen was zu tun bei mir. Aber trotzdem ist es ist ein guter Schritt, so. Weißt du? Wie ihr vielleicht wisst, hatte ich früher sehr stark mit unreiner Haut und verschiedenen Hautproblemen zu kämpfen. Auch heute ist meine Haut noch sehr sensibel, sie verträgt nur ausgewählte Produkte und ist auf die genau richtige Pflege angewiesen. Da es jedoch unglaublich aufwendig sein kann, erst die passenden Mittel zu finden und diese dann auch noch konsequent aufeinander abzustimmen, bin ich froh, dass Formelskin dieses Problem löst. Dort könnt ihr ganz unkompliziert online eine Hautanalyse machen. Ärzte und Ärztinnen stellen euch dann ein auf euch zugeschnittenes Produkt zusammen, welches direkt zu dir nach Hause kommt. Für mich ist dies eine riesige Erleichterung, in nur 3 Schritten zur perfekten Routine zu gelangen, wobei durch regelmäßige Check-ups mit den Ärztinnen und Ärzten von Formelskin sichergestellt wird, dass die Inhaltsstoffe immer exakt zu meinen aktuellen Bedürfnissen passen. Im Übrigen sind bis zu 20 Mal stärkere Wirkstoffe als in der Drogerie enthalten. Wenn ihr also auch Lust auf eine unkomplizierte, individuell abgestimmte Hautpflege habt, bekommt ihr mit dem Code MINDSEED jetzt 40% Rabatt auf die ersten 2 Monate bei Formelskin. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Was ist bei dieser traumatischen Geburt passiert? Ich hatte eine unentdeckte Präeklampsie. Präeklampsie nennt man auch volksmännisch Schwangerschaftsvergiftung. Das bedeutet, jetzt mal laienhaft ausgedrückt, dass die Plazenta, die wichtig ist für die Versorgung des Kindes, auch für eigentlich alle organischen Entwicklungen, die kommuniziert nicht richtig mit dem eigenen Körper. Und es werden dann bestimmte Toxine auch nicht richtig aus dem Blut abgetragen und es ist letztlich keine gute Kommunikation zwischen diesem wichtigen Organ, das halt entsteht und eine tragende Rolle hat bei der Entwicklung des Kindes, bei der Schwangerschaft allgemein. Präeklampsie ist die Vorstufe einer Eklampsie, dann bist du in so einem Schockzustand, also dann krampft dein Körper, bekommst keine Luft mehr, sowas. Aber so weit ist es noch nicht, weil wenn man die Präeklampsie entdeckt, ist sie relativ gut behandelbar. Sie ist aber tückisch, weil die Symptome sehr schlecht benennbar sind. Es gibt Blutwerte, wo das sichtbar ist, es muss aber nicht sichtbar sein. Meine Blutwerte waren in Ordnung, ich hatte aber einen hohen Bluthochdruck und Wassereinlagerungen, sehr schwere Wassereinlagerungen können aber auch bei gesunden Schwangeren einfach entstehen. Dann hast du halt, in Anführungszeichen, Pech und bist einfach behäbig im letzten Trimester. So, deswegen unentdeckt und dann ist Folgendes passiert. Die Plazenta hat sich abgerissen, ein Plazentaabriss nennt man das und das darf nicht passieren, weil dann kann das Kind letztlich ersticken. Das macht sich bemerkbar, indem man blutet. Man sollte nicht im 3. Trimester bluten. Und es waren auch bei mir schwallartige große Blutungen. Das hatte ich am 1. Januar, am Neujahr, als mein Mann und ich gerade im Bett lagen. Und habe ich gemerkt, dass es halt nass ist in meinem Schritt. Ich bin aufs Klo und es war sehr viel Blut. Dann haben wir erst meinen Vater angerufen, weil der Arzt ist. Und er meinte, ruft sofort im Krankenhaus an. Das haben wir gemacht. Die meinten wiederum, sie brauchen sofort einen Notarzt, der sie so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus bringt, weil wir eins ausgesucht hatten, was eigentlich ein bisschen weiter weg war. Aber wir dachten, erste Geburt dauert 1000 Jahre mit den Wehen, easy. Und so kam es, dann waren wir erst im CTG, da waren die Herztöne noch in Ordnung von dem Kind. Dort kann man messen, ob das Herz schlägt, alles gut. Dann bin ich aber in den Ultraschall und da hat man gesehen, ich hatte super viel Blut schon im Bauch. Und dann musste sofort entbunden werden. Und mit sofort meine ich wirklich innerhalb von Minuten. Das hat mir den Teppich unter den Füßen weggerissen. Ich hab dann nur noch gezittert. Ich hatte auch kaum noch Zeit, mit meinem Mann
also ich wurde entkleidet. Mein Mann fragte, was los ist. Ich erklärte ihm, dass ich jetzt, die Ärztin erklärt eigentlich viel mehr, dass wir jetzt entbinden müssen. Und dann geht es ratzfatz. Man kommt auf die OP-Liege, man bekommt eine Maske aufgesetzt. Habe ich in dieses OP-Licht geblickt und wollte nur zu meiner Mama. Ich hatte so große Angst. Ich hatte natürlich auch große Angst um mein Kind. Und sie wurde dann per Notkaiserschnitt geholt. Da wird einem einfach super schnell der Bauch aufgeschnitten. Normalerweise auch da, so ein Kaiserschnitt ist geplant. Das wird dann so vorsichtig gerissen, damit es besser verheilen kann, weil so ein Schnitt schlechter verheilt, solche Sachen eben. Da war ich aber schon weg. Und das habe ich mir super lange zum Vorwurf gemacht, dass ich bei der Geburt meiner Tochter nicht dabei war. Zumindest geistig nicht. Und ich sie letztlich im Stich gelassen hätte, weil ist auch für sie kam 7 Wochen zu früh, knapp 7 Wochen. Das ist halt auch ein Schockerlebnis für so ein ungeborenes Kind. Ne? So sollst du nicht auf die Welt kommen. Aber Gott sei Dank hatten wir die Möglichkeit, sie so auf die Welt zu bringen. Ne? Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie aus einer medizinischen Perspektive anprangern, sondern es ist halt nun mal nichts, was so evolutionär vorgesehen ist. Aber es ist gut, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und heute, nun auch durch die Traumatherapie, habe ich gelernt, okay, ich war vielleicht nicht mental anwesend, aber ich habe meine Tochter durchaus mit in die Welt begleitet und ich war ja auch körperlich da. Also ich habe sie nicht im Stich gelassen, aber es war etwas, das musste ich erst lernen, mir zu verzeihen und auch zu integrieren, dass andere Wege der Geburt völlig okay sind, dass es nicht so ist, dass mein Körper versagt hat oder ich als Person. Ich wollte dich gerade fragen, warum du das Gefühl hattest, oder warum du es dir vorgeworfen hast, nicht da gewesen zu sein. Also, ne, weil als Außenstehender denkt man sich ja so, was kann die Mutter dafür, wenn da was an der Plazenta nicht richtig gelaufen ist. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass viele Zuhörerinnen vielleicht auch, die vielleicht mal in so einer ähnlichen Situation waren oder vielleicht ihre Freundin oder so, sich damit identifizieren können. Ja, wenn du jetzt mal rückblickend auf die Situation schaust, was waren das für Gedanken? Also das schlimmste Gefühl, das ich, oder das präsenteste Gefühl war Schuld, die mich eingeholt hat, immer wieder. Und gepaart mit der Schuld waren auch sehr, wie soll ich sagen, ja, schon depressive Schübe, ich hatte so Flashbacks, nennt sich das sind so Symptome der PTBS, also der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich hatte so intrusive thoughts, dass mein Kind, wenn ich sie trage, die Treppe runterstürzt und habe das dann halt so vor meinen Augen aufgerufen, so Schockersituationen gehabt, die aber, so, das Gehirn ist ja krass, wie das manchmal funktioniert. Ich habe die quasi selber aufgerufen, habe es visualisiert und wollte es dann wieder wegschieben. Ne? Und auch solche Gedanken, dass wenn ich jetzt sterbe, dann ich darf gehen, aber mein Kind darf nicht gehen. Also solche Gedankenkonstrukte haben sich bei mir etabliert. Und um auf deine Eingangsfrage einzugehen, warum ich Schuld empfunden habe, und es ist ein klassisches Gefühl, das sich bei Frauen, die traumatische Geburten hatten, etabliert und festsetzt. Und was ich gelernt habe, ist, Schuld ist wie rückwärtsgewandt der Versuch, Kontrolle zu übernehmen. Wenn ich mir die Schuld gebe und dass ich letztlich Schuld trage, dann ist das der klägliche Versuch, wieder in die Situation zu kommen, dass man darunter Kontrolle hat. Also wie so eine Art falsche kausale Verknüpfung. Weil ich versagt habe, hatte mein Kind so eine schwere Geburt. Ja? Weil ich beispielsweise habe angefangen, mir Vorwürfe zu machen, rückwirkend, dass ich in der Schwangerschaft nicht gut genug auf mich Acht gegeben habe. Ich habe weiter viel gearbeitet, ich habe nicht jeden Tag super gesund gegessen, ich habe mich nicht ausreichend ausgeruht. Diese Dinge habe ich mir zum Vorwurf gemacht, um letztlich einen Erklärungsansatz
zu generieren, warum das passiert ist. Weil ich so schwer akzeptieren konnte, dass das, was ich erlebt habe, einfach der komplette Kontrollverlust war und ich da gar nichts dran hätte ändern können. Gar nichts, egal wie viel ich mich in der Schwangerschaft ausgeruht habe. Aber weil ich auch per se von meiner Charakterstruktur jemand bin, der lieber in der Kontrolle ist, habe ich lieber den Erklärungsansatz mit der Schuld versucht, anstatt in die Akzeptanz zu gehen, dass das einfach, bluntly gesagt, richtig scheiße gelaufen ist. So. Verstehst du? Also Schuld ist letztlich, der Versuch, rückwärtsgewandt wieder Kontrolle zu erlangen. Und ich glaube, das versuchen viele Frauen. Sie versuchen einfach, dass es bloß nicht außerhalb deiner persönlichen Kontrolllage liegt, weil das ist ja so gruselig, wenn etwas einfach höhere Gewalt ist. Pech. Das macht einem sau Angst, ne? Und ich glaube, das war so ein bisschen der Ansatz in meinem Gehirn. Und das ist das, nehme ich an, was du in der Traumatherapie auch gesehen und verarbeitet hast. Genau. In der Traumatherapie ist ganz viel erstmal in der Diagnostik. Und es gibt Menschen, die haben eine voll ausgebildete posttraumatische Belastungsstörung beispielsweise oder eine Angststörung nach einer traumatischen Geburt. Das hatte ich glücklicherweise nicht. In der Diagnostik wird erstmal viel besprochen, was einem fehlt. Und man muss auch dazu sagen, ich habe das erst 2,5 Jahre nach der Geburt gemacht. Ich war vorher so lange in einem Funktioniermodus und auch in einem Verdrängungsmodus, dass ich gar nicht richtig realisiert habe, dass es mir nicht gut geht. Weil es ging mir oberflächlich super. Körperlich habe ich mich ganz prima wieder erholt von diesem schweren Eingriff. Und auch meine Tochter lag nicht mal eine ganze Woche auf der Intensivstation, war schnell von den Beatmungsgeräten weg, hat gut zugenommen. Ich habe dann später auch stillen gekonnt und solche Dinge. Also eigentlich haben wir uns richtig gut berappelt. Und das erste Jahr merkte ich auch gar nicht unbedingt, dass ich Hilfe brauche, weil wir eher auch von der Lebenslust gepackt waren und auch von dem Funktionieren, so diesem ganz so am Kind, eben diesem ganz basic Gedöns, was man halt eben macht, wenn du einen Säugling zu Hause hast, wo es echt nur die ganze Zeit hat es gekackt, wir müssen es baden, hat es getrunken, wir müssen raus mit ihr, das ist ein Ausschlag, was ist los? So, das sind all diese Dinge, die halt überwältigend sind, ja. Das heißt, es war gar kein Platz, um die dafür irgendwie aufs Innerste zu hören oder zu gucken, wie es mir eigentlich wirklich geht. Ich habe das dann später mit fortschreitendem Alter, dann war sie auch in der Kita, ich habe wieder angefangen, mehr zu arbeiten und so, später gemerkt, dass ich eben diese Flashbacks hatte, dass ich nachts fürchterlich geträumt habe und ich auch manchmal nur über die Geburt reden konnte, wenn ich 2 Gläser Wein getrunken habe. Ansonsten habe ich das eigentlich eher beiseite geschoben, so. Also es sind halt einfach keine gesunden Verhaltensweisen. Und eine Freundin von mir, die auch eine schwere Geburt hatte, meinte schon früh zu mir: Frieda, ich glaube, du brauchst eine Traumatherapie. Und ich so, ja, ich weiß, ich kümmere mich darum, ich mache das. Aber ich habe mich gar nicht getraut, mich darum zu kümmern, weil es ja hieße, ich müsse mich dem Ganzen stellen. Und ich hatte überhaupt gar keinen Bock auf diesen Kraftaufwand. Ja, deswegen habe ich das auch erst 2,5 Jahre später gemacht. Und dann geht es halt in der Traumatherapie, verhaltenstherapeutische Traumatherapie, geht es viel um Diagnostik. Und da hatte ich auch immer noch, habe ich mich fast schon bei der Therapeutin immer wieder entschuldigt, weil ich so dachte, naja, so schlimm geht's mir ja gar nicht. Darf ich hier überhaupt sitzen? Weil eigentlich bin ich ja hyperfunktional, ist ja alles prima, wie ich mein Leben bestreite. So, ne? Ich glaube, das ist auch ganz häufig etwas, sie meinte auch zu mir, das hat sie immer wieder, dass halt Mütter, Frauen, ich meine auch alle Menschen letztlich, aber jetzt in unserem speziellen Fall geht es ja nun mal um Mütter, sich gar nicht erlauben, diese Therapie wahrzunehmen, weil es geht ihnen ja irgendwie auf dem Papier oder nach außen hin total gut und anderen Leuten geht's ja viel schlechter. Ich habe ja mein Kind nicht verloren, also who am I, auf diesem Sessel zu sitzen, so.
Beispielsweise. Es gibt ja immer schlimmere Schicksale und das ist auch etwas, was wir erstmal anfangs lösen mussten. Und es hat sich dann auch, und darüber bin ich sehr dankbar, herausgestellt, das, was ich habe, sind halt ausgeprägte Symptome der PTBS, aber kein Vollbild. Ja, und das kann man, und das will ich eigentlich eher mutmachend nach außen tragen, das kann man wunderbar aus therapeutischer Perspektive angehen. Es gibt Lösungsansätze dafür. Und das heißt nicht, dass man 4 Jahre lang in der Therapie hocken muss, sondern man kann wunderbar genau die Dinge, die dich beschäftigen, die du mit ins Bett nimmst und am nächsten Morgen, was dir als erstes in den Kopf schießt, das kann man therapeutisch lösen. Und genau so sind wir es angegangen letztlich. Nach der Diagnostik macht man dann so Vorbereitungsübungen für letztlich die Exposition. Also in der Verhaltenstherapie da kennst du dich wahrscheinlich ebenso aus, macht man ebenso Expositionsübungen. Da geht es darum, immer wieder im Präsens zu besprechen, was bei uns in der Geburtsnacht passiert ist. Sie hat vorher in Gesprächen halt herausgefunden, wo die richtigen Triggerpunkte lagen, die mich besonders in den Kontrollverlust gebracht haben. Und dann habe ich immer wieder im Präsens darüber gesprochen, immer wieder. Und dann in Dialogen mit ihr habe ich so aufdröseln können, wo meine falschen Verknüpfungen lagen im Kopf, die mir zu diesem immensen Schuldgefühl letztlich, also die für dieses immense Schuldgefühl gesorgt haben. Und so sind wir dann vorangeschritten. Hast du mit deiner Tochter jemals darüber gesprochen? Noch nicht. Sie ist jetzt 4 und es ist zu früh, weil sie kommt jetzt erst in Kontakt mit dem Wunder der Schwangerschaft und Geburt. Sie interessiert sich total dafür, also für ihre Geburt, aber generell auch für das Thema Schwangerschaft und Geburt. Aber es ist ja noch sau abstrakt. Sie versteht jetzt so die grundlegenden körperlichen Dinge, die zum Beispiel findet sie das ganz phänomenal, dass Babys aus der Brust trinken können. Und sie hat verstanden, dass sie das eines Tages eventuell auch kann, wenn sie das möchte. Und so, aber ihr jetzt die Komplexität, das ist noch zu früh. Aber ich nehme mir fest vor, mit ihr das zu besprechen, weil ich glaube, es nimmt generell Menschen Angst und auch so ein bisschen also ich glaube, immer wenn man in der Lage ist, offen über solche Dinge zu sprechen, ist es eher enttarnend und nimmt so den Schatten davon, anstatt dass es mehr Angst macht. Weißt du? Mhm. Jetzt ist es bei dir fast oder mittlerweile 4 Jahre später und du hast auch eine große Community, wo du viel über das Mutterdasein sprichst. Mhm. Wie ist es bei deiner Community? Was bekommst du da mit? Also viele Eltern merken ja im Alltag zwischen Job, Kind und Schlafmangel, da bleibt nicht mehr so viel vom Leben übrig, das, was du auch eingangs gesagt hast. Was sind aus deiner Sicht heutzutage die größten Herausforderungen, mit denen Mütter zu kämpfen haben? Vereinbarkeit. Ich glaube nicht, dass Eltern ausreichend unterstützt werden, um einerseits eine funktionierende Leistungskraft in unserer Gesellschaft zu sein, die halt nun mal der Kapitalismus nach wie vor erfordert. Ja, also beispielsweise der Wiedereinstieg in den Beruf ist nicht so easy und dann gleichermaßen als vollwertiges Teammitglied zu gelten, weil Kinder halt unablässig krank werden beispielsweise, damit fängt es ja an und die Versorgung in den Kitas nicht ideal ist. Deswegen eigentlich ist das ein riesengroßes Problem für Mütter und Väter gleichermaßen. Für Frauen ist das Problem auch noch, insbesondere wenn sie hochqualifiziert sind, das Stigma als Mutter abzulegen, alsbald sie das Büro betreten, weil alsbald du Mutter bist, bist du sofort Mutter. Also was ich vorhin auch beschrieben habe, alsbald du Vater bist, bist du halt immer noch ein individueller Mensch und im beruflichen Kontext wirst du auch als solcher wahrgenommen, weil die allermeisten Männer dann doch früher in den Beruf zurückgehen aus finanziellen Gründen. Und dann bist du halt noch zusätzlich Familienvater. Als Mutter bist du Mutter, Punkt. Und dann arbeitest du vielleicht noch. Du bist eine arbeitende Mutter. Verstehst du? So, das ist etwas, was
glaube ich, eine große Herausforderung ist, bei Frauen, die leistungsorientiert denken, wie ich, ist es manchmal schwierig, die Mutterrolle, also das dann auch noch zu genießen und nicht unbedingt als Belastung wahrzunehmen. Und gleichermaßen, glaube ich, trauen sich viele Frauen, selbst wenn sie Hochqualifizierte sind, wahrzunehmen, dass sie vielleicht viel lieber Mutter sein möchten und das ohne Reue und ohne Scheu zu kommunizieren. Es ist erneut so ein Wechselspiel. Und dann, also ich glaube, Social Media ist ein Fluch und ein Segen zugleich, weil einerseits gibt es halt tolle Kanäle, die ganz toll und ehrlich über Elternschaft sprechen und das, glaube ich, sorgt für eine große Entlastung bei vielen, dass sie dann halt auch so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Das läuft überhaupt nicht bei allen so perfekt, wie alle immer vorgeben zu sagen. Und das findet nämlich nach wie vor statt. Ne? Also ich merke das selbst bei Gesprächen mit anderen Kita-Eltern. Wir flunkern irgendwie alle weirdly über unsere Kinder. Dabei sind es, also zumindest in dem Alter, in dem sich meine Tochter befindet, sind alle normal und prima gewachsen, aber sie essen auch Sand. Also überschätzt jetzt eure Kinder nicht so. Also einerseits, das findet auf Social Media schon, glaube ich, in einer wunderbaren Ehrlichkeit statt, aber es findet eben auch genau das Gegenteil statt, nämlich dass sau viel dort gejudged wird und relativ ungefiltert Menschen halt ihre Meinungen auch auf eine gemeine Art und Weise kundtun und das wiederum sorgt halt für eine große Verunsicherung. Also ich glaube, es gibt wirklich beide Seiten, es ist eine krasse Medaille mit Schattenseiten und mit ganz viel Licht. Deswegen Social Media ist, glaube ich, echt schwierig manchmal da durchzunavigieren als Eltern und dabei cool zu bleiben. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Was du hier mit deinem Kanal versuchst, ist, das Ganze ein bisschen mit Humor zu sehen. Ja. Was hilft einem, das Ganze mit dem Humor zu sehen? Ey, keine Ahnung, Mann. Ich kann dir wirklich überhaupt keine zufriedenstellende Antwort geben, weil selbst ich muss manchmal vorgeben, Dinge mit Humor zu sehen. Es ist für mich ein ultratherapeutisches Mittel. Aber du hast da ja irgendwo Zugang zu und ich glaube, andere haben da finden den Zugang nicht. War das schon bei dir schon immer so? Ja. Oder hast du... Ja. Also Schabernack treiben hilft. Also beispielsweise, ich hatte das tatsächlich von Anfang an. Das schlimmste und schönste Ereignis in meinem Leben war die Geburt. Und eine der ersten Stories, Instagram hat mir eben weirdly auch geholfen, so ein bisschen cool zu bleiben im Krankenhaus. Die ersten Stories, die ich gepostet habe nach der Geburt, war, wie ich aus dieser Milchpumpe, also es gibt, das wissen jetzt Menschen nicht, die nicht selber abgepumpt haben im Krankenhaus. Das ist so ein Gerät, das ist etwa so hüfthoch, uringelb, da kannst du so Schläuche dran machen, dann drehst du da an so Knäufen, dann legst du das an deine Brust und dann pumpt dir das da die Milch ab. Die gibt's natürlich viel kleiner und praktischer, aber diese Maschinen da in der Klinik sind halt richtig ertragreich so und sie sorgen halt auch dafür, dass die Milchproduktion überhaupt angeregt wird, weil wenn du beispielsweise eine Frühgeburt hast, sind deine Bubis noch gar nicht ready, um dein Kind zu versorgen. Das heißt, du musst quasi auf eine künstliche Art und Weise da pumpen. Das ist super erniedrigend fühlt sich das an, wenn du da, weißt du, mit deiner Narbe sitzt und machst dann dieses Gerät dran. Es gibt wirklich schönere Momente als das. Aber ich fand dieses hüfthohe Gerät halt irgendwie so witzig und mit diesen Drehknäufen und so. Und es wirkte wie so eine Zeitmaschine aus den, so wie man sich in den 70ern oder 80ern so eine Zeitmaschine vorgestellt hat. So. Und deswegen habe ich eine Story daraus gedreht, wie ich in die Renaissance reise, halt in meinem ollen Bademantel. So. Auch super schlecht, so ohne Greenscreen und so. Aber
das hat mir total geholfen, weil ich konnte nicht immer zu meinem Kind, wenn es auf der Intensivstation liegt, mitten in Corona, heißt das, du hast Besuchszeiten und dann sind diese Stunden im Krankenhaus wirklich lang. Auch mein Mann konnte mich nicht die ganze Zeit besuchen, sondern auch er hatte nur kleine Zeitfenster, um sein Kind zu sehen. Also die Bedingungen waren super ätzend und da hat es einfach geholfen, Schabernack zu treiben. Überhaupt nicht, ich habe keinen scheiß Ratgeberartikel. Ich habe ein bisschen, ab und an gegoogelt, weil ich so, weiß ich nicht, irgendwie so ein paar Sachen halt nicht wusste, woher auch. Aber so Ratgeberartikel oder sowas, die hätten mich wahrscheinlich crazy gemacht da in dem Krankenhaus, wenn du dich nur allein um deine Gedanken drehst. Also habe ich Quatsch gemacht. So. Oder es gibt halt einen Tag, so geil, ich durfte dann irgendwann mal rausgehen, weil meine Tochter hat gerade irgendwie geschlafen oder Untersuchung oder irgendwas. Und dann bin ich da auch in meinen Birkenstocks mit immer noch krass aufgequollenen Füßen in so Wollsocken raus und durfte ein bisschen rausgehen in diese Januarsonne, die hat mal Sonne geschienen, das war herrlich. Und am Ende habe ich dann halt gesehen, wie viele Schritte ich gegangen bin. Leute, es waren 197 Schritte. An dem gesamten Tag. Das ist wirklich eine richtig schlechte Fitness, die ich da so hatte. Und das konnte ich irgendwie, das habe ich dann gepostet, weil ich es halt witzig fand, dass ich an diesem Tag gerade mal 197 Schritte und das waren irgendwie viel mehr als in den Tagen zuvor, weißt du so. Und das hat geholfen, um sich nicht die ganze Zeit um sich selber zu drehen, so. Weil das ja dann meistens irgendwie eher zu einem unglücklichen Gefühl beiträgt, wenn du da alleine im Krankenhaus hockst. Also, ja, deswegen, ich weiß nicht, es hat mir geholfen. Ich glaube, es liegt dann halt auch irgendwie in mir drin, aber ich kann dir leider nicht irgendwie den Tipp oder den HörerInnen da draußen den Tipp geben, wie man zu Humor findet. Ich kann euch nur darin bestärken, das zuzulassen, weil es Erleichterung bringt. So. Nur um nochmal so ein bisschen deine Denkart zu verstehen. Du sitzt dann im Krankenhaus und dann denkst du dir so, okay, das sieht jetzt aus wie eine Zeitmaschine. Ja, Mann. Ja, das heißt, du bist halt auch mega kreativ irgendwo. Ja, ne? das mag sein. Das ist eine kreative Ader in dir auch. Ja, ich hoffe doch, weil darauf basiert mein gesamtes Geschäftsmodell. Also, würde jetzt okay, wie funktioniert jetzt diese Zeitmaschine? Man muss jetzt diese... Achso, ja, genau. Ich habe es auch so super schlecht vertont. Da musst du so da und da stellt man halt die Jahreszahl ein und dann drückt man da drauf. Und dann man verbindet sich aber vorher mit dem... Achso... Hä, voll geil. Nee, Mann, darauf bin ich gar nicht gekommen. Das ist ja super lustig. Genau, man müsste eigentlich noch das vorher andocken. Man muss es ja vorher in seine Brust machen, ja, oder? Aber ich glaube, dann hätte ich das lieber auf OnlyFans gepostet, weil das wäre von Instagram 100% gebannt worden. Nein, ich habe mich dann da so draufgestellt, weil das hat so ein kleines Füßlein und dann kann man sich da so draufstellen und dann fliegt man halt los. So ganz basic. Aber so funktioniert die Zeitmaschine. Danke der Nachfrage. Ja. Bin nämlich auch Ingenieurin. Ich glaube übrigens, dass es eines Tages mal Zeitmaschinen geben wird. Bin ich 100%. Wirklich? Ja, weil es gibt ja auch die Viele-Welten-Theorie. Da sind wir 5 vor Zeitmaschine. Die Viele-Welten-Theorie, dass halt alle Stränge gleichzeitig passieren. Hast du Loki nicht gesehen? Die Serie? Nee, erklär mal kurz diese... Das werde ich ganz sicher nicht erklären. Nee, da komme ich in Teufels Küche. Aber es gibt, die Viele-Welten-Theorie besagt eigentlich nur, dass es quasi mehrere Parallelrealitäten gibt und alles letztlich dadurch auch möglich ist. Also, das was jetzt passiert auch in anderen Welten nochmal. Oh mein Gott, Leute, Alter, bitte. Wenn ihr mich jetzt darauf festnagelt, ich habe mal ein Buch gelesen, also scheiße. Aber das natürlich habe ich jetzt alles nicht so präsent. Aber wenn das zutreffen sollte, dann sind auch Zeitreisen möglich. So. Und damit ist jetzt auch die Philosophiestunde vorbei, Leute. Okay, wenn du jetzt nochmal 4 Jahre später sozusagen zurückblickst auf diese auch traumatische Situation und das, was bis zum Stand jetzt, was würdest du Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, oder was würdest du dir vor 4 Jahren in dem Moment sagen? Mhm. Seid milde mit euch. Sei milde mit dir, Frieda. Also, so wie ich mit mir selber
teilweise gesprochen habe im Dialog, so würde ich niemals mit beispielsweise dir oder einer guten Freundin sprechen. Niemals. Ich war fürchterlich gemein eigentlich zu mir und auch herablassend und habe mich nicht wahrgenommen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen profan, aber ich glaube, würden wir auch, unabhängig jetzt ob traumatische Geburt, aber auch sonst im Alltag, würden wir mit uns selber so freundlich sprechen wie beispielsweise mit der besten Freundin, wenn es ihr schlecht geht oder wenn sie eine Herausforderung hat, dann hätten wir ganz häufig gar nicht so diese schlimmen Selbstzweifel, Schuldgefühle oder auch dunkle Gedanken in welcher Form auch immer, milde walten lassen mit sich selber, glaube ich, trägt dazu bei, dass wir auch mit solchen schwierigen Situationen besser umgehen können, ganz sicher. Also das heißt noch lange nicht, dass man so sich verzeihen oder sowas, das ist viel zu groß, aber so ein bisschen milder mit uns selber umgehen und nicht immer so fürchterlich streng mit sich selbst ins Gericht gehen, weil das würde man mit seinem Umfeld und den Menschen, die man liebt, auch nicht machen. Also ja. Das passt eigentlich ja auch gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, viele Mütter fühlen sich überlastet, weil aufgrund dieser Romantisierung, die du am Anfang genannt hast und aufgrund all dieser Sachen, die man parallel richtig machen muss. Mhm. Das hat ja auch was mit Milde zu tun, würde ich sagen. Ne? Und auch mit diesem, das ist fast wie so ein Anspruch, der in der Gesellschaft so kundgetan wird. Und dann kommt man mal selber in die Situation und dann lernt man erstmal, krass, ich kann diesem Anspruch gar nicht gerecht werden. Ja. Und eigentlich müssen die ganzen Dinge drumherum auch gar nicht perfekt sein. Ne? Also wo kommen die überhaupt her? Diese ganzen Dinge. Ne? Das ist auch viel, also Ja, wo kommt es denn her, dass also so frisch gekochtes Essen jeden Tag auf dem Tisch stehen muss? Natürlich wissen wir, es ist super, wenn dieses Stückchen Brokkoli im Mund des Kindes landet und nicht auf dem Boden. Und es ist allemal besser als, weiß ich nicht, die Nudeln mit der Tomatensauce. I know. Aber wenn ich mich an mein eigenes Essverhalten beispielsweise erinnere, was ich will mal sagen, zwischen meinem 3. und 5. Lebensjahr verspeist habe, dann war das äußerst kohlenhydratreiches Essen. Ohne viel Greens, ja, und ich bin trotzdem gerade gewachsen, so. Ich weiß nicht, woher das immer kommt. Es ist auch, glaube ich, Fehlbehauptungen von Leuten, die vielleicht Einfluss haben oder von medialer Berichterstattung oder so. Aber es trägt dazu bei, also beispielsweise den Haushalt zu machen oder die Steuererklärung noch irgendwie zu erledigen oder diese blöden Versicherungsunterlagen an den Versicherungsdulli da rauszuschicken. Die muss man noch ausfüllen und das ist ein 12-seitiges Formular und es fuckt einen mega ab. Und dann kommt man sowieso gestresst nach Hause und die U-Bahn ist nicht gefahren und es roch nach Pisse und so. Und das alles zusammen trägt dazu bei, dass es so super anstrengend manchmal ist, den Alltag mit Kind zu bestreiten. Ja. Ich glaube, dass allein, wenn man nur den Tag mit dem Kind verbringt, das ist gar nicht so wahnsinnig anstrengend, aber es ist alles das Drumherum, was es so sau anstrengend macht. Hinzu kommt, dass die Kinder halt natürlich auch eben keine Tamagotchis sind, die auf irgendwas reagieren, was du als Input reingibst, sondern sie haben natürlich ihren eigenen Kopf. Gott sei Dank, es ist ja ganz wunderbar. Aber das heißt, auch das kommt nochmal manchmal als Stressquell dazu. Aber eigentlich ist das Leben nicht so anstrengend, wenn wir nicht 12-seitige Versicherungsformulare ausfüllen müssen. Das ist eigentlich der anstrengende Scheiß. Das ist das Unvorhersehbare, was du gerade so genannt hast. Ne? Das heißt, so ein bisschen die Erwartungen, die, sag ich mal, die Gesellschaft hat, das sind fast so die Erwartungen an ein Projekt vielleicht, das du auch am Anfang genannt hast, ne? Und dann kommt das Kind aber zur Welt und dann ist es halt nicht planbar, sondern ist es eine eigene Persönlichkeit, komplett individuell. Ja, Mann. Und man kann damit einfach nicht planen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich großen Respekt vor Müttern und auch Vätern, die nebenbei auch noch ihre Selbstständigkeit oder ihren normalen Job wuppen. Weil das ist dann ja auch nicht um 8 oder sei es 10 Uhr abends vorbei, sondern es ist einfach ein Lebewesen, es ist eine ganze Verantwortung, die noch dazukommt.
ich fühle mich manchmal schon überfordert in dem, was ich tue, weißt du? Ja. Deswegen, ich habe großen Respekt vor Menschen, die nebenbei noch eine Familie aufbauen. Genau, also weil es eben kein Projekt ist, aber und das ist, sondern es ist etwas, was dann noch weitergeht danach, aber das ist eben mit viel Verantwortung verbunden, aber es ist halt auch mit so goldenen Momenten verbunden. Es ist so witzig. Wir sind heute von Berlin nach Nürnberg gefahren und hier zu dir, zu dem Podcast und meine Tochter saß hinten und hat Freestyle gesungen. Es ging um Sonnenschein, Regenbogen. Es ging aber auch darum, dass ein Maulwurf pupst. Und dann wurde es ein bisschen fäkal. Und dann mussten die Dinge aufgewischt werden und so. Und es war so geil, wohin ihr kleiner Kopf dann gegangen ist. Fun Fact, es geht aktuell auch viel um Pipi-Kaka-Witze. So, es ist aber auch so das Alter, wo das halt irgendwie lustig ist. Findest du das witzig? Ist zum Schreien. Ist krass witzig. Also sie holt mich mit dem Humor wirklich krass ab. Ich bin aber auch einfach gestreckt. Ich sag's dir ganz ehrlich so, oder? Also ich habe jetzt nicht immer so einen elaborierten Comedy-Geschmack. Ich finde Pipi-Kaka-Witze nach wie vor gut. Aber es ist halt auch so witzig, wie sie sich dann darüber amüsiert, weil sie denkt, sie macht einen guten Joke und es ist jetzt gar nicht so eine geile Pointe, die sie gebracht hat. Aber sie ist 4. Und so, und weißt du, das ist halt auch so, da kommst du auch in eine ganz andere Entspannung dann rein. Es ist so schön, wenn sie eine Viertelstunde irgendwie so vor sich hin singt und wir fahren Auto und es ist einfach, das ist Glück. Und ich muss mir manchmal halt auch dann in den Kopf rufen, dass wie wir gerade im Auto sitzen und es riecht ein bisschen nach der Stulle, die ich geschmiert habe und die verspeist wurde, aber nur zur Hälfte, weil der Rest klebt irgendwie im Auto. Und sie singt vor sich her. Das in diesem Moment gerade, das ist das sogenannte Glück. Das ist das, von dem sie alle reden, weißt du? Also ich war super gechillt in dem Moment, weil ich konnte sowieso nirgendwo anders sein. Ich musste auch gerade nichts machen. Also voll schön, weißt du? Es geht um so die Wertschätzung dann, glaube ich, manchmal auch. Und in dem Moment, dass wir dann so ein bisschen den Perspektivwechsel einnehmen. Ja. Entschuldige. Dieser Moment, wo die Sonne scheint, es werden Pipi-Kaka-Witze gesungen, das Brot klebt irgendwo halb gegessen im Auto. Aber alle sind satt. Genau. So, und dann hast du diesen Moment des Glücks. Was genau, wie entsteht, also was fühlst du da in dem Moment? Was fühle ich da in dem Moment? Ja, gar nicht mal so viel, sondern eigentlich nur Ruhe. Und der Kopf wandert nicht zu einem To-Do, sondern ich höre ihr nur zu über ihre weirde kleine Geschichte von dem Maulwurf, der in der Badewanne pupst und dann später auf den Teppich kackt. Und so, und da, also, alles, ja, ist weird. Aber ich habe in dem Moment halt nicht weiter darüber nachgedacht, was noch erledigt werden könnte. Oder ich hatte auch kein körperliches Bedürfnis, was halt auch wunderbar ist. Ich musste weder selber auf Toilette noch sie. Und wir waren satt von den Stullen, die übrigens sehr köstlich waren. Bisschen geruchsintensiv, aber egal, war ja unser Muff. Ich glaube, deswegen war ich so glücklich, weil ich nicht weiter gedacht habe als über die Motorhaube weg. Und das ist interessant, weil das hat am Ende nichts mit dem zu tun, worüber wir vorhin gesprochen haben, was so alles die Erwartungen sind. Ja. Also es hat ja gar nichts damit zu tun. Nee, gar nicht. Das stimmt. Ja, ist schlau, was du sagst. Es hat ja gar nichts mit irgendwelchen, und auch, man ist halt auch wunderbar unbeobachtet, also ich war nicht exponiert. Das heißt, niemand anderes hat irgendwie was mitbekommen, ja. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, weil oft in verschiedenen Lebensbereichen malen wir uns aus, es muss so aussehen, oder du musst erfolgreich sein, du musst das Haus haben, mit dem sympathischsten, bestaussehendsten Partner, das beste Kind haben und so weiter und so, weißt du? Und wenn wir uns mal daran zurück besinnen, so, wann fühlen wir uns wirklich am besten? Ne? Oder, also erstmal Glück. Glück ist ja sowieso kein konstanter Moment. Nee. So, das flattert mal rein und wieder raus. Ja. So. Ja. Und wann haben wir diese Momente? Diese Momente haben wir, wie du es gerade gesagt hast, in so einem Moment, wo man eigentlich nie dran denken würde, dass es dann in dem Moment kommt. Ne? Die Sonne scheint einem ins Gesicht. Es ist gerade einfach ein schöner Tag. Man spürt so, ey, geil. Ja. So, heute hatte ich das. Ja. Heute, weil ich war die ganze Woche krank. Ja.
Es war wirklich mit sehr viel Mühe alles verbunden so. Ich war teilweise, habe ich noch versucht, Krank-Interviews zu machen, weil die Leute schon alles gebucht hatten. Hotel und ich konnte das einfach nicht mehr absagen und ich wollte die auch nicht enttäuschen. So, ich habe mir auch gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr. In Zukunft sage ich einfach, es bringt einfach nichts. So. Konnte meinen Sport nicht machen. Ich habe gemerkt, da kommt viel in meinen Kopf rein. Dann fangen Gedankenkarussells an und so weiter und so fort. Ich versuche irgendwie doch noch alles zu handeln in der Selbstständigkeit. So, heute, erster Tag, wo ich wieder zum Sport gehen konnte nach einer Woche. Die Sonne scheint. Wir saßen gerade im schönen Café und es war einfach, dachte ich mir so, geil. Und weißt du, ich glaube, das ist auch etwas, wenn man so viel im Außen gerade ist, dann kann man gar nicht so also was du gerade beschrieben hast, war so, du musstest noch Hotels, du hast noch versucht Interviews, du musstest halt auch mit super vielen anderen Menschen interagieren, hast versucht Erwartungen zu erfüllen, ne? Und das ist ja alles ganz viel, was im Außen stattfindet. Und das, was ich vorhin auch so wunderbar fand auf der Autofahrt, ist, weil ich war nicht exponiert, es gab niemand, der uns irgendwie, dessen Bedürfnisse ich gerade erfüllen müsste, inklusive ihre nicht halt, ne? Das heißt, ich war voll im Inneren gerade, weil sie war happy. Das ist ganz wichtig, ihr Bedürfnis ist erfüllt, mein Bedürfnis ist erfüllt und wir sind gerade auch komplett unbeobachtet, was halt auch so wunderbar war, was ja auch eine totale Erleichterung ist. So, hätte jetzt eine Freundin, selbst eine super gute Freundin von mir mit in dem Auto gesessen, hätte ich vielleicht so recht rasch wieder darüber nachgedacht, wie sie das jetzt finden mag. Also weißt du, auch wenn ich weiß, die ist uns komplett wohlgesonnen oder was auch immer, hätte ich möglicherweise darüber nachgedacht, ob sie jetzt denkt, unsere Kleine ist, keine Ahnung, macht immer nur so, also denkt nur an Pipi und Kaka, beispielsweise so, ne? Was sie natürlich nicht tut, aber you see what I mean. Und ich glaube, das ist etwas, was auch so zumindest bei mir, bei meiner Charakterstruktur zu so einer krassen Entlastung sorgt, wenn ich gar nicht darüber nachdenken muss, wie jetzt jemand anderes das jetzt alles gerade findet, so, sondern in dieser krassen Intimität, die letztlich auch herrschte in unserem Auto, war ich ganz ruhig. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Und ich glaube, die Kunst liegt auch ein bisschen darin, so eine Leichtigkeit, die du in dem Moment gespürt hast, auch in anderen Situationen vielleicht zu haben, wo man beobachtet wird. Ja. Weil das finde ich immer, ist bemerkenswert, wenn dann, Uwe war ja schon ein paar Mal hier im Podcast, ne, und erzählt ja auch davon, dass man die Kinder annehmen soll, wenn sie dann bei Edeka an der Kasse schreien, so, und dass man dann sagt, okay, das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Ja. Nehme ich so an, wie es ist. Ja. So, und das Deal ist... with it. Ihr alle, wie hier steht. Mein Kind. Wie schön. Ja, ist schön. Ja, und ich glaube, darum geht's, ne? So ein bisschen vielleicht das Gefühl, das du gerade hattest, das du vorhin hattest, von wir werden nicht beobachtet. Ich habe das Gefühl, einige Eltern haben das auch in einem Raum, wo sie absolut beobachtet werden. 100%. Und das ist eine schöne Sache. 100%. Und ich glaube, auch das ist manchmal so ein bisschen tagesformabhängig und ist auch nicht schlimm, wenn es nicht jedes Mal klappt. Aber ich glaube, es ist durchaus möglich und ich glaube auch, dass ich das auch diese Fähigkeit in mir trage. Ich glaube, du trägst die sehr wohl. Und ich meine auch mit deiner Tätigkeit als Comedian. So zum Beispiel ich merke, das ist bei mir deutlich mehr schambehaftet so. Also würde ich jetzt mal behaupten, so weißt du, so Bullshit zu erzählen und auch mal... Excuse me? Was genau meint dieser Mann mit Bullshit? Hört nicht auf ihn. Nein, alles ich meine, mega gehaltvoll. Nein, alles gut, alles gut. Du weißt, was ich meine, ne? Manchmal so, ich bewundere manchmal Leute wie dich, die so mit Leichtigkeit Jokes machen und so, und bei mir ist es manchmal, ich glaube, das kommt noch von früher, so man musste irgendwie so sich benehmen und weißt du? Ja, das ist so ein bisschen schambehaftet dann. Es ist Scham. Genau, das ist so. Es. Also Scham ist sowieso so ein nerviges Gefühl. Es nervt wirklich, wirklich krass und ist auch super spannend. Bei Kindern, wenn wir gerade schon darüber sprechen, Scham ist ein angelerntes Gefühl. Das ist nicht etwas, was super intrinsisch in einem ist, sondern es ist ein sozialisiertes Gefühl. Und das ist bei Kindern
in den ersten Jahren gar nicht vorhanden. Deswegen siehst du ja auch manchmal wirklich, also ein ganz plakatives Beispiel, wie sie dann da halt stehen und sich irgendwie in der Geschlechtsregion so ein bisschen rumpulen, weil es halt auch mega spannend und interessant ist. Ne? Es gehört ja zum Entdecken des Körpers dazu. Aber Scham, oder dass sie halt auch, weiß ich nicht, mit verschmiertem Mund, bla bla bla, all diese Dinge, die ja, wo die Eltern nur für zu sorgen, dass sie halt dass sie nicht die Schnodder da aus der Nase laufen haben, zum Beispiel jetzt, um das ganz plakativ zu machen. Aber Scham ist ein angelerntes Verhalten und ich glaube, es ist eine ganz große Aufgabe, dass wir das, müssen wir ja jetzt nicht die ganze Zeit, also nicht so, dass wir jetzt irgendwie unangenehm auffallen, aber das ist ein ganz großes Ziel, dass wir das auch wieder irgendwie abbauen nach der Teenagerzeit, nach den, ich finde, super anstrengenden Anfang der 20er. So war es auch anstrengend, weil ich so viel im Außen war und nur darüber mir Gedanken gemacht habe, wie ich von anderen wahrgenommen werde oder wie ich gefalle oder wenn jemand nicht irgendwie damals noch SMS zurückgeschrieben hat, ob die jetzt sauer auf mich ist und so und all diese Dinge, ne, so mega krass im Außen, fängt jetzt so wieder an, fange ich zumindest wieder an, so wieder abzubauen. Helfen Kinder krass bei übrigens. Also kann ich nur empfehlen, wenn du dazu Bock hast, hilft auf jeden Fall, wenn nicht auch okay, aber hilft auf jeden Fall, um Scham abzubauen, weil man wird halt auch, man erkennt, wie geil es ist, kindliches Verhalten manchmal an den Tag zu legen und wenn man dann sich zum Beispiel im Spiel auf dem Spielplatz oder so ein bisschen verliert und nicht darüber nachdenkt, wie das bei anderen ankommt, ob und wie, dann kommt man echt in eine neue Leichtigkeit rein. Hilft also total. Also um auch noch den Punkt irgendwie zu unterstreichen, was ich vorhin meinte, dass ich so ein bisschen, eine Transformation ist echt so ein Riesenwort. Ja, schaue ich nicht so vor, aber so ein bisschen eine Entwicklung gemacht habe. Auch in Hinblick auf wie hart ich darüber cringe, wie ich mich verhalte. Da hat mir meine Tochter massiv geholfen und ich mag mich dadurch auch sehr viel mehr. Die Scham hat ja auch einen Zweck, ne? Es gibt so verschiedene Modelle, da ist die Scham immer so im Mittelpunkt. Und dann habe ich mich oft gefragt, warum ist das so? Ja, erzähl mal. Und eine Theorie ist, dass wir sind ja darauf angewiesen als Menschen, dass wir Teil der Gesellschaft sind. Weil wenn wir früher, wenn wir ausgeschlossen werden von unserem Trupp, sterben wir. Ja. Weil alleine kommen wir nicht klar. 100%, ja. So, und die Scham ist beispielsweise ein Gefühl, das uns darauf hinweist, dass es jetzt außerhalb der gesellschaftlichen Norm. Verstehe. So, und du gefährdest gerade so deine Position in dem Rudel, in dem Trupp. Im Tribe. So, im Tribe, genau. Und heute ist es aber anders so. Ne? Also heute natürlich haben wir gesellschaftliche Normen, Werte, Strukturen, an die wir uns alle halten. Und bestenfalls. Aber, genau, aber es gibt ja trotzdem Dinge zum Beispiel, über die auch nicht häufig gesprochen wird. Ne? Manchmal sitze ich auch hier im Podcast. Bei mir sieht man das immer sehr schnell an von meiner Gesichtsfarbe so und dann erzähle ich was, weil der Kanal irgendwie gerade offen ist mit meinem Gegenüber. Und dann merke ich, krass, jetzt kommt die Scham trotzdem hoch. Dann werde ich auch ein bisschen rot. Und ich glaube, das ist okay. Also mittlerweile, wenn der Moment kommt und ich werde rot und ich schäme mich, ich kann das auch gar nicht kontrollieren. Das kann man ja auch irgendwie gar nicht kontrollieren. Nee, genau. So, und das dann einfach auch zuzulassen und zu sagen, ey, vielleicht ist es gerade einfach dein Körper, der dich schützen will. Und das ist ja auch okay. Das ist ja auch gut. Warum wird man rot? Weil, Scham sorgt für Stress und Stress wiederum Blutfluss und einem wird heißer oder warum wird man eigentlich rot? Das ist eine sehr gute Frage. Also ja, habe ich mir nämlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber es ist ja etwas auch, ne? Du kannst es auch nicht mehr stoppen. Es ist dann einfach, es kommt einfach hoch. Ja. Und ich fand es witzig, einmal habe ich mit Björn Süfke drüber gesprochen. Ich war mit ihm in so einer Live-Q&A-Session und dann hatte ich so Technikprobleme und so und dann, nee, Quatsch. Das ist genau der Punkt. Ich wollte eine Frage von der Community stellen und auf einmal kamen so viele Fragen rein, dass ich so verwirrt war. Ach so. Und dann kam die Scham hoch, weil ich so überfordert war. Ach so, ja, okay. Und dann wurde ich rot. Und dann habe ich gesagt, boah, ey, Björn, sorry, jetzt kommt gerade die Scham hoch hier, ich bin hier in der Zeile verrutscht. Ich finde die Frage nicht mehr, die ich stellen wollte. Und er so, ja, genau, ein toxischer Mann wird jetzt sagen, hier sind gerade Technikprobleme und so, weißt du so. Und genau das ist es, ich glaube, zu seiner Scham zu stehen. Es ist okay, dass du dich schämst.
du musst es dann nicht irgendwie wegreden oder so. Nee, genau, also, im Gegenteil. Also man kann es benennen und ich glaube, das sorgt sowieso für Entlastung, auch beim Gegenüber, weil meistens erkennt man ja die Schwingungen, wenn die andere Person sich schämt. Und das sorgt ja auch manchmal für Unbehagen, anstatt irgendwie das so in der Offenheit einmal kurz so anzusprechen, für so den Elefanten im Raum, sorgt ja auch für eine Entlastung für alle, weißt du? Und in der Regel entstehen dadurch auch super schöne Gespräche und Anstöße und eine neue Offenheit, so. Weil das habe ich auch gemerkt, wenn man jetzt bei dem Geburtsthema, das ist häufig etwas, worüber Leute sich nicht trauen zu sprechen, inklusive mir, nur dann halt mit 2 Gläsern Wein oder so, was ja ein sau ungesundes Verhalten ist. Als ich angefangen habe, darüber offener zu sprechen, beispielsweise auch, dass ich meine Schwangerschaft gar nicht so richtig genießen konnte, weil ich es auch als körperlich mega anstrengend empfunden habe. Ich fand es nicht so schön. Etwas, was einem ständig gesagt wird, genieß deine Schwangerschaft. Man hat es nicht so, es ist ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Du hast dann den Schwangerschaftsglow, bla bla bla. Alter, ich hatte 0 Schwangerschaftsglow. Mir sind die Haare ausgefallen, ich hatte Pickel in der Fresse und ich habe an wirklich seltsamen Stellen Haarwuchs bekommen. Das war meine Schwangerschaft und ich war behäbig und so. Ich fand es einfach nicht schön. Irgendwann habe ich darüber mit anderen FreundInnen und auch anderen Menschen gesprochen, was das für wunderbare, entlastende Gespräche hervorgetragen hat. Das war so wunderbar, weil vielen Menschen geht's so. Ja. Und du bist überhaupt nicht alleine damit. Und das ist auch nicht weiter schlimm, weil wir müssen gar nichts so. Also wenn es jetzt um Schwangerschaft geht, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und das ist so herrlich. Ich kann also nur so, wenn man sich in dem Moment gerade schämt, das ganz offen anzusprechen, sorgt meistens für Entlastung bei allen und dafür, dass ganz wunderschöne Gespräche entstehen. Und du feststellst, es geht allen irgendwie so. Scham verbindet uns. Voll. Ja. Irgendwie ja. Man kann eigentlich, Scham ist gar nicht mal so scheiße, wenn wir einfach nur anerkennen, dass es ein Verbindungselement zwischen Menschen sein kann. Es ist wirklich so. Also ein Kind der Gesellschaft. Wenn ich mich dir öffne, so und verletzlich zeige, wenn ich spüre, du bist offen dafür und das ist ein Safe Space für mich. Ja. Und du das auch machst, dann fühlen wir uns danach deutlich mehr verbunden, als wenn wir jetzt versuchen, beide perfekt zu sein. So in unserer Rolle. Ja. So. Und da nenne ich immer das Beispiel, das hat Lukas Klaschinski mal auf seiner Tour gebracht. Da hat er mit seiner Freundin so eine kleine Gummihand kennst du diese kleinen Gummihände, die du so auf den Zeigefinger spannen kennst? Ja, na klar. Und die machen immer so Challenges zusammen. Und dann hat er gesagt, eine Challenge war, da musste er ins Hotelzimmer gehen und musste mit dieser kleinen Gummihand dann einchecken im Hotel und auch so seine Kreditkarte bedienen und so. Über alles. Und es war halt so sozusagen ein schambehafteter Moment und das war so ein altbayerisches Hotel, so ein bisschen, ne, alles per Sie und so, okay. Und es hat dazu geführt, dass auch die ganzen Angestellten, die alle da noch, also ne, mit Hemd und per Sie und wo alles ein bisschen, ich sag mal jetzt mal steifer war. Ja, ein bisschen steifer. Dass sie sich auch so aufgelockert haben und angefangen zu lachen und weißt du, so direkt so ganz anderer Vibe. So, und das ist genau das Ding. Voll schön. Solche Scham will uns irgendwo schützen, aber verbindet uns auch, wenn wir trauen, uns dem zu öffnen. Smashy Slogan, by the way. Scham verbindet. Das finde ich gut. So, das könntest du doch irgendwie Podcast. Ja, Podcast verbindet Leute hier. Embrace it. Nee, finde ich cool. Übrigens, diese Tiny Hands, ich liebe das sehr, ich finde das sauwitzig. Ich nutze die relativ viel auf meinem Kanal für, um meine Tochter darzustellen. Ich zeige meine Tochter. Hab ich gesehen. Ja, ich zeige meine Tochter nicht auf meinem Channel, kann man halten, wie man möchte, aber ich finde, Kinder gehören nicht auf Social Media. Und deswegen stelle ich sie selber da. Mega cringy, by the way. Und auch, das hat mich ganz schön viel Überwindung gekostet, die Scham da zu überwinden, kommt aber mega gut an. Leute finden es lustig und ich finde es mittlerweile auch mega lustig. witzig. Es ist halt, weißt du, ich personalisiere letztlich ein Kleinkind, aber dafür zeige ich mein Kind nicht auf Social Media und kann halt Geschichten drumherum erzählen. Es macht es halt für mich auch leichter, so mal so eine Story aus der Perspektive beispielsweise des Kindes zu erzählen. Also es hilft mir total. Und es ist sauschwer mit diesen Tiny Hands, by the way, zu drehen. Also überhaupt irgendwas zu tippen, das macht einen manchmal kirre, weil, weißt du, dann schließt sich die Kamera, dann muss die Person, die gerade dreht, muss wieder so ranhalten, dann muss ich da mit diesen Tiny Hands, also Lukas Kaczynski, wenn er es geschafft hat, in dieses Hotel einzuchecken, dann ziehe ich meinen Hut. Mit diesen Tiny Hands kannst du mich so gut wie gar nichts damit machen, so. Ja, okay. Aber das sieht auch krass witzig aus, so tipp. Apropos noch vielleicht zu diesem Thema Kinder zeigen bei Instagram.
Ich finde das auch nicht okay. Und zwar aus dem Grund, dass diese kleinen Kinder das ja gar nicht selber entscheiden. Nee, genau. So, stell dir vor, du bist irgendwann, ich meine, als ich aufgewachsen bin, als du aufgewachsen bist, gab es das ja noch nicht, diese Möglichkeit. Ja. Aber stell dir vor, du wächst auf und hast die Kamera im Gesicht und hast eigentlich nie die Wahl, nicht vor der Kamera zu sein. Ja, genau das. Und also ich finde es. Das ist ein eigener Mensch mit seinem eigenen Willen und seinen eigenen Rechten. Ja, ich find's auch sau schwierig, wenn das Menschen machen. Ich würde auch wirklich dringlich empfehlen, es nicht zu tun. Einerseits, untergräbt es so ein bisschen die Eigenständigkeit des Kindes. Also weißt du, so die eigene Entscheidung. Ich finde schon, dass die Entscheidung, sich irgendwie der Öffentlichkeit zu zeigen, sollte immer dann bei der Person selber liegen, egal wie klein die sind. Und es birgt aber auch eben Gefahren, also was alles möglich ist im Internet, darüber brauchen wir ja gar nicht zu reden. Eine Influencerin hat neulich erzählt, dass von ihr, und sie ist ein erwachsener Mensch, jung, aber halt eben ausgewachsen, von ihr wurden ganz fürchterliche KI-Pornos gemacht. Leute, wir wollen gar nicht vorstellen, was alles möglich ist, wenn Kindergesichter irgendwie da draußen herumschwirren. Und da gibt's halt Abgründe, deswegen will ich das wirklich zum Schutz des Kindes wohl dringlichst unterlassen. So, kleiner Appell da draußen, lasst eure Kinder aus dem Internet. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zurückkommen. Wir haben jetzt über Leichtigkeit gesprochen, über Humor, über Charme. Dein Buch heißt ja auch Mom-Life-Balance. Also genau dieses, die Balance zwischen den Erwartungen, ne, und all dem, was auf einen zukommt als Mutter. Und wir haben ja wirklich ganz am Anfang gesagt, okay, es ist irgendwie so ein ganzer Blumenstrauß an Erwartungen, der da gesellschaftlich auf einem lastet. Wie kommt man da ein bisschen runter und wie findet man seine persönliche Balance? Ich habe in dem Buch am Ende in dem Artikel 7 goldene Regeln für die Mom-Life-Balance aufgestellt, die ich, wichtiger Disclaimer, nicht mal ansatzweise alle befolge und auch nicht regelmäßig, weil das ist es, glaube ich, so. Also es sind Gedankenanstöße. Da geht es zum einen darum, also einer der Tipps ist, Tipps ist auch ein bisschen groß, weil Leute, ich habe hier gar nichts gehackt, ne? Ich struggle selber die ganze Zeit. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, ist milde walten lassen, milde mit sich selber walten lassen, aber auch milde mit anderen Menschen, dass man so rauskommt aus dieser Judginess. Weil auch das bringt einen krass in eine Disbalance. Weil es heißt eben erneut, dass man sich mit anderen vergleicht und alsbald du eben die ganze Zeit irgendwie dieses Vergleichen, dieses im Außensein hat, dann kannst du ja gar nicht irgendwie in eine Balance kommen, wie auch immer die aussehen mag. Das ist ja bei jeder Person irgendwie so ein bisschen anders. Aber ich glaube, das funktioniert, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das funktioniert an manchen Tagen super gut und an anderen Tagen gar nicht. Aber wenn man so abends ins Bett geht und merkt so, Alter, meine To-Do-Liste ist eigentlich bis zum Get-No voll und ich war heute gar nicht in meiner Mom-Life-Balance oder was auch immer, dann sich den Gedanken den Gedanken zuzulassen, so Alter, und dann startest du morgen wieder aufs Neue durch. Und dann gibt es einen Tag, wo es so richtig Schockgesell läuft und alles ist einfach nur richtig prima und du warst heute volle Kanone in deiner Balance und dann kann man sich auch richtig schön einen dafür abfeiern. Grünen Tee gönnen oder einen Aperol Spritz, mir egal, aber sich so ein bisschen dafür abfeiern, dass es heute zum Beispiel geklappt hat, weil es ist halt alles unvorhersehbar, es läuft am nächsten Tag wieder richtig scheiße, weil irgendwie der Trockner kaputt gegangen ist und man hat aber sau viel Wäsche beispielsweise, ich weiß es nicht. Der nächste Tag kommt bestimmt und dann kann es wieder richtig gut laufen und irgendwie so versuchen, manchmal die Perspektive einzunehmen der besten Freundin und auf gar keinen Fall immer die eigene Perspektive für voll nehmen. Das sind, glaube ich, solche Ansätze, um so ein bisschen leichtfüßiger durchs Leben zu tänzeln. Als Mutter oder als Vater oder auch ohne Kinder, ist ja egal. Weil, ja, wir sind uns ja immer selbst die strengsten Richterinnen. Was merkst du, womit struggelt dein Mann? Ich glaube, mein Mann hat
auch durch die Geburt beispielsweise Ängste entwickelt, die er auch noch nicht so gänzlich abgelegt hat. Also er ist sehr viel beschützender. Er ist halt auch ein Girls Dad, ne? Es ist ja auch so ein klassisches Bild, dass wenn Väter dann so ihre kleinen Mädchen so enorm beschützen wollen, aber er ist auch ein bisschen ängstlicher, sorgenvoller. Das konnte ich glücklicherweise recht zügig ablegen. Also ich traue mich eher, mein Kind so, mach ruhig, geh mal, trau dich, so. Vielleicht auch ein bisschen meine Wesensstrukturen. Er ist eher so ein beschützender Typ. Und ich glaube, vieles davon rührt halt manchmal auch davon, dass er halt große Angst hatte. Weil er war halt auch im kompletten Kontrollverlust. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Er hat in dem Buch beispielsweise auch Kapitel geschrieben, weil häufig wird bei traumatischen Geburten eben nur aus der Perspektive der gebärenden Person gesprochen. Das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf, aber es ist etwas, wofür wir den Blick ein bisschen weiten wollten. Er hat die Geburt auch aus seiner Perspektive beschrieben, was ganz wichtig ist, weil die geburtsbegleitende Person hat halt ganz häufig auch schwere Schäden dann davon getragen oder mentale Belastungen daraus entwickelt, weil es auch total der Kontrollverlust ist für die Person, die nicht auf dem OP-Tisch liegt. Und das ist etwas, was er, glaube ich, auch aufgrund seines sozialisierten Verhaltens und Familienhaus, aus dem er stammt, sich noch nicht getraut hat zu behandeln. Vielleicht eines Tages, aber er hat beispielsweise keine Traumatherapie gemacht. Er kann aber heute sehr offen darüber sprechen und wir haben auch so viel darüber gesprochen. Das war auch eine der ersten Dinge, die ich zu ihm gesagt habe. Also das allererste nach der Geburt, das allererste, was ich gesagt habe, ist, wir müssen uns um den Elterngeldantrag kümmern. Hier nur so Stichpunkt Kontrolle zurückerlangen. Das war mir so ganz wichtig, weil ich eigentlich mich im Mutterschutz darum kümmern wollte und dann habe ich es noch nicht gemacht. Es war so ganz wichtig für mich, dass wir dieses blöde Formular ausfüllen, um wieder Kontrolle zurückerlangen. Und eine der zweiten Dinge, die ich zu ihm, oder weiteren Dinge, die ich zu ihm gesagt habe, ist, Benny, wir müssen echt viel darüber reden, was uns heute passiert ist. Haben wir auch gemacht, hat sehr viel geholfen. Und was noch bei meinem Mann, glaube ich, ganz generell ist, ich hoffe, ich darf das erzählen, ansonsten kriege ich Ärger, aber ist so eine sehr, ich glaube, haben viele Männer so große Versagensangst, also nicht irgendwie versorgen zu können. Da hat er glücklicherweise, ist er an mich gekommen, die ihm da, glaube ich, auch ganz häufig mal so auf den Topf setzen kann und so, du, bleib locker, wir können auch, also meine Tochter und ich, wir können auch für uns selber irgendwie sagen, mach dir keine Platte. Und er muss nicht immer irgendwie in dieser Rolle sein, aber ich glaube, das lähmt ihn auch ganz häufig. Eine Versagensangst sorgt dann eher dafür, dann manchmal gar nichts, also nicht in das Tun zu kommen, sondern eher in so eine Starre, ist halt auch selbstständig, das ist halt manchmal auch äußerst lähmend, dann macht man es lieber gar nicht. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe keine Versagensangst, ich gehe es immer an, jetzt aus beruflicher Perspektive und ich glaube, ihn lähmt das eigentlich eher. So. Gibt es Sinn? Ja. Kennst du das Gefühl? Ich bin eigentlich nie gelähmt. Also wenn wir davon sprechen, dann bin ich eher auf deiner Seite und komme immer eher ins Handeln auch. Ja. Aber ja, ich glaube, diese Versagensangst, die Susanne Wendel war ja auch hier im Podcast, Sexualwissenschaftlerin, und sie hat das auch genauso beschrieben, dass sie auch die Erfahrung gemacht hat, ne, auch dieser Übergang, Partnerschaft in die Elternschaft, dass viele Frauen sind dann mit ihrer Aufmerksamkeit sehr beim Kind und oft wird dann halt, wie du auch gesagt hast, über die Frau gesprochen und es wird vergessen, dass der Mann, also oft bekommt der Mann zunächst einmal nicht so viel Aufmerksamkeit mehr wie früher. Das ist ein Ding für einen Mann. Und dann, wie du gesagt hast, diese Versagungsangst oder diese Angst zu versagen, weil dann meist, wie du auch richtig gesagt hast, umso mehr Druck auf den Mann lastet, jetzt zu versorgen. Ja. Und das wird oft, hat sie auch gesagt, unterschätzt. Ja. Also das ist etwas, da kann man, glaube ich, in der Partnerinschaft, in der man sich irgendwie befindet, sich gegenseitig versuchen einfach zu stärken. Das ist auch etwas, wo wir immer mehr hinkommen, auch nicht immer sind, aber ich glaube, es ist auch mit fortschreitender Erfahrung als Eltern kommt es so mehr und mehr, dass wir als Team eben fungieren. Ne? Also nicht die einzelne Person nimmt nicht immer nur eine Rolle ein, sondern mal stütze ich ihn, mal stütze er mich, mal bin ich eher in der versorgenden Position, mal ist er das eher so. Also das ist halt in dem Wechselspiel und das ist auch wunderschön, wenn man immer mehr als Eltern
als Team fungiert, dann funktioniert es auch meistens besser. Das ist eben nicht in starren Rollen, sondern im Wechselspiel. Ja, und der wichtige Punkt der Kommunikation habe ich gerade auch rausgehört, Mann, ne? ja. Also, dass du, ne, das dann auch wahrgenommen hast, zum Beispiel bei ihm und dass du dann, okay, wir müssen viel darüber reden. Ja, Kommunikation ist, auch das ist etwas, da scheitern wir auch regelmäßig, weil dann der Alltag dazwischen kommt. Uns fehlt die Zeit und die Kappas, sich mal anständig hinzusetzen, miteinander zu sprechen. Auch das zum Beispiel, dafür war die Autofahrt heute wieder ganz toll, weil die Kleine hat auch eine Stunde irgendwie Hörbuch mit ihren Kopfhörern gehört und war ganz in ihrer Welt und das gibt uns dann halt die Möglichkeit, mal wieder in Ruhe zu reden. Es hat kein Radio lief, kein Podcast lief, sondern ja, dann kann man sich auch wieder unterhalten. Auch nicht die ganze Zeit, sondern halt immer so sporadisch, aber Dinge werden besprochen. Und das ist super heilsam. Das ist etwas, ich glaube, das ist vielen Paaren auch bewusst, aber sich die Zeit und die Kraft und die Kappas dafür frei zu sortieren, um miteinander zu sprechen. Ja, da schießt der Alltag einmal manchmal dazwischen, aber Kommunikation A und O. Am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Sind wir am Ende des Podcasts? Wir sind schon am Ende des Podcasts. Gibt's doch nicht. Frieda, Ja. wenn du eine Nachricht anonym an die Menschen raussenden kannst mit einem Satz, den sie alle lesen werden, welcher Satz wäre das? Oh, da bin ich ja super vorbereitet heute hier. Du sollst dich ja nicht drauf vorbereiten. Ey, wirklich, soll ich verraten, muss ich wirklich das allererste war, es ist so ein bisschen super profan, aber bleibt alle ein bisschen locker. So, es ist so ein bisschen blöd, ne, ist profan, aber es ist so, glaube ich, hilft total. Einfach, sich so, seid lieb zueinander, Alter. Wir haben doch nur das. Freundlichkeit, das ist vielleicht etwas, ja, hier, nicht bleibt locker, sondern, aha, nehme ich nochmal zurück, schneid mal raus. Das ist etwas, was ich wirklich meiner Tochter regelmäßig sage. Freundlichkeit ist das oberste Gebot. Seid freundlich zueinander, und auch zu euch selbst. Aber so, es führt eher ans Ziel, wenn wir ein bisschen freundlicher miteinander umgehen. Ist blöd? Leon, sag ehrlich. Ist doof? Soll ich mir noch was anderes ausdenken? Jetzt kommen die Selbstzweifel hoch, oder? Ja, total. So. Gleich kommt die Scham. Nein, Jetzt kommt zumindest die Selbstzweifel. Voll, oh mein Gott. Nein, das war doch richtig gut. Heftig. Ja, ich habe dir vorhin auch noch im Vorgespräch, als wir in dem einen Café saßen, habe ich auch noch gesagt, du musst den Cringe Mountain erklimmen. Vielleicht gebe ich das auch noch raus. Erklimmt den Cringe Mountain, Leute. Von oben ist alles viel geiler. Ich finde es gut, was du gesagt hast, weil es ist ja auch oft wenn man wirklich alte Menschen fragt, worum ging es im Leben? Sagen sie immer, also sagen viele Verbindungen, ne, Beziehungen, ganz klar. Aber auch Leichtigkeit, also das Leben einfach mit mehr Leichtigkeit nehmen. Tanzen gehen. Ja. So. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ding. Und das hört sich vielleicht generisch an, es hört sich einfach an, aber. So live, love mäßig. Ja, aber ich hab heute wirklich, und ich habe dir gesagt, heute habe ich mich wieder besser gefühlt, habe ich den Tag auch mit mehr Leichtigkeit genommen und habe auch einfach alles ein bisschen ruhiger gemacht. Und das fühlt sich direkt besser an, egal was du tust. Genau. Und also so, man muss sich natürlich nicht irgendwie. Ich finde, im Umgang mit Mitmenschen ist auch immer so ganz, ganz bemerkbar. Man muss sich natürlich nicht immer alles gefallen lassen, aber wenn man irgendwie locker und leichter und freundlich auf Menschen zugeht, Alter, was einem da begegnet dann auch an Rückfreundlichkeit, ist halt viel krasser und viel, also ganz auch wieder einfaches Beispiel in so einer, wenn du so im Customer Care Telefonat führen musst, was ja meistens nervig ist, weil es geht irgendwie darum, dass irgendwas nicht läuft. Internet, keine Ahnung. Das habe ich auch von meinem Mann gelernt, der ein sehr souveräner, sehr freundlicher Mensch ist. Wenn man mit den Leuten an der anderen Leitung einfach total nett spricht, so, ey, die machen alles möglich. Und das ist halt auch das, was ich meine, wenn wir irgendwie so mit einer Verbissenheit durchs Leben und nicht mit einer freundlichen Leichtigkeit durchs Leben laufen, dann kommen wir meistens nicht ans Ziel, was wir uns irgendwie wünschen, weil in der Regel hängt das auch im Zusammenhang damit, dass andere Leute etwas machen, weißt du? In der Regel ist es ja im Zusammenspiel mit Menschen, du bist ja nicht alleine in einem Vakuum unterwegs. Deswegen locker bleiben, freundlich bleiben, dann wird das schon.
Wow. Frieda, wo können die Menschen dich finden? Wo sie mich finden können? Ja. Auf Instagram natürlich. Oder auf der Bühne. Weil das wollte ich auch noch erzählen. Ich gehe auf die Bühne, ich habe ein Comedy-Programm und das wird sehr lustig und es wird sehr viel gelacht und es wird getanzt und es müssen Menschen auch mit mir auf der Bühne Dinge spielen. Also guckt doch mal vorbei, ob das was für euch ist. Die Links sind in der Beschreibung, auch zu Friedas Buch Mom-Life-Balance. Frieda, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir mega Spaß gemacht. Es war richtig schön.